Die 7 häufigsten Fragen zum Behindertenpauschbetrag. Darum geht es in diesem Video. Hallo meine lieben Zuschauer, Jutta Martin hier und ich beantworte heute die 7 häufigsten Fragen zum Thema Behindertenpauschbetrag. Ich hatte ja neulich darüber ein Video veröffentlicht, das hatte sehr große Resonanz gefunden und ich habe mir nochmal alle Fragen durchgelesen und die 7 häufigsten Fragen für Sie hier zusammengetragen. Vorweg möchte ich nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass dieser Behindertenpauschbetrag kein Geld ist, was Sie ausgezahlt bekommen. Es ist ein Pauschbetrag, den Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen können. Abhängig vom Grad der Behinderung, zum Beispiel ab 50, haben Sie Anspruch auf einen Schwerbeschädigtenausweis. Sie können dadurch auch andere Vergünstigungen bekommen. Also ein Pauschbetrag ist ja ein pauschaler Betrag, den ich in der Steuererklärung ansetzen kann, ohne dafür diese Kosten durch Belege nachweisen zu müssen. Ja, also kein Geld, was Sie ausgezahlt bekommen, sondern wirklich ein Pauschbetrag. Wir schauen uns gleich mal die Fragen nach und nach an. Bleiben Sie dran, schauen Sie sich unbedingt das Video bis zum Ende an, damit Sie alle 7 Antworten auch mitbekommen. Bis gleich. Frage Nummer 1. Die Manuela Adam fragt, was sind Pauschbeträge? Das hatte ich eingangs schon ganz kurz erwähnt. Also Pauschbeträge sind pauschale Beträge, die man in der Steuererklärung nicht durch Belege nachweisen muss. Liebe Manuela Adam, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten. Frage Nummer 2. Rolf M. fragt, wo muss der Behindertenpauschbetrag in der Steuererklärung eingetragen werden? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also es gibt dafür eine gesonderte Anlage außergewöhnliche Belastungen. Dort wird in der Zeile 4 der Grad der Behinderung, ab wann gültig, wie lange gültig oder unbefristet gültig eingetragen. Und diese Anlage außergewöhnliche Belastungen, die hat nur eine Vorseite, also eine Vorderseite, die Rückseite ist leer und auf dieser Anlage können Sie auch die sonstigen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art eintragen. Das sind zum Beispiel die ganzen Arztbehandlungen, die Sie selber bezahlen müssen, Zahnarzt, Brille, Hörgerät, die gesetzlichen Zuzahlungen. Das kommt alles auf dieser einen Anlage außergewöhnliche Belastungen. Also oben der Grad der Behinderung, Ausstellungsdatum, Gültigkeit und darunter sind dann Zeilen vorgesehen für die sonstigen außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art, bei denen Ihnen aber eine zumutbare Belastung angerechnet wird. So, bis gleich zur Frage Nummer 3. Frage Nummer 3. Docs Angel fragt, was machen die, die keine Steuern zahlen? Gute Frage. Also in Abhängigkeit vom Grad der Behinderung und vom Merkzeichen können die keine Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen können, weil sie ein zu geringes Einkommen haben und keine Steuererklärung machen, können sie aber Vergünstigungen, also Nachteilsausgleiche in Form von gesonderten Parkplätzen, Vergünstigungen bei Bussen und Bahnen oder auch Zusatzurlaub und Kündigungsschutz am Arbeitsplatz in Anspruch nehmen. Auch hier wieder der Hinweis, es ist kein Geld, was Sie ausgezahlt bekommen, dieser Behindertenpauschbetrag. Wenn er in der Steuererklärung nicht genutzt werden kann, dann müssen Sie eben sehen, es gibt da ganz viele Plattformen, Foren, Seiten für behinderten Leute, die sich da austauschen und sich gegenseitig Tipps geben. Googeln Sie einfach und dann finden Sie auch die Vorteile, die Sie für sich mit dem entsprechenden Grad der Behinderung nutzen können. Die Carmen Delgado, die fragt, mein Sohn hat einen Grad der Behinderung von 100, was kann ich tun? Nun, es wissen wahrscheinlich viele nicht oder trauen sich nicht. Man kann als Elternteil sich den Behindertenpauschbetrag des Kindes auf sich selber übertragen lassen. Also liebe Frau Delgado, Sie können, wenn Ihr Sohn 100% hat, in der Anlage Kind das beantragen, dass dieser Behindertenpauschbetrag auf Sie als Elternteil übertragen wird oder auf die Eltern gemeinsam. Ich habe hier ein Beispiel aus der Praxis. Eine langjährige Kundin von mir hatte einen behinderten Sohn, der ist vor 2 Jahren mit 56 Jahren verstorben und hatte die Behinderung aber von Kind an. Er hatte 100% Grad der Behinderung und war auch die größte Zeit seines Lebens im Heim. Obwohl er aber im Heim war und auch erwachsen,
hatte die Frau ja Anspruch auf diesen Behindertenpauschbetrag und konnte sich den die ganzen Jahre übertragen lassen. Durch die Übertragung des Behindertenpauschbetrags, also sie sind inzwischen schon lange Rentnerin, brauchte sie bisher keine Steuererklärung zu machen. Und jetzt durch den Tod des Sohnes fällt dieser Behindertenpauschbetrag weg und die Rentnerin wird steuerpflichtig. Also trauen Sie sich ruhig, es ist nichts Verwerfliches dabei, wenn Sie von Ihrem behinderten Kind den Behindertenpauschbetrag auf sich selber übertragen lassen. Machen Sie es. Sie müssen dann nur in der Steuererklärung einiges ausfüllen und ankreuzen. Das war's. Hier die Frage Nummer 5. Jutta Polke schreibt, ich habe schon 30% und nun ein künstliches Kniegelenk. Wie sieht es als Rentnerin aus? Wir müssen ja keine Steuern zahlen. Ja, liebe Frau Polke, ich hatte Ihnen auch schon ausführlich diese Frage unter dem Video beantwortet. Ich möchte aber noch mal für die Allgemeinheit das wiederholen. Also erstmal ist jeder Rentner für sich selber verantwortlich, jährlich zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob eine Steuerpflicht vorliegt oder nicht. Und das kann sich wirklich ganz schnell ändern. Auch wenn man jetzt jahrelang nicht steuerpflichtig war, könnte durch die jährliche Rentenanpassung sich das ändern. Nun, das Jahr 2021 ist vielleicht eine Ausnahme. Es gibt in den alten Bundesländern keine Rentenanpassung. In den neuen Bundesländern beträgt die Rentenanpassung minimal 0,72%. Und der Grundfreibetrag, der wird jährlich auch angehoben. Aber der Grundfreibetrag, der steigt langsamer, als in der Regel die Rentenanpassung erfolgt. Und dadurch kann es ganz, ganz schnell passieren, dass man auch, obwohl man jahrelang keine Steuern erklären musste, trotzdem steuerpflichtig wird. Ja, wie sieht das nun mit dem künstlichen Kniegelenk aus? Also meine lieben Zuschauer, mein Spezialgebiet sind Steuern, Steuern sparen als Arbeitnehmer und als Rentner. Wenn Sie 30% haben und jetzt noch ein künstliches Kniegelenk dazu bekommen haben und sind der Meinung, dass sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat, dann stellen Sie einen Antrag auf Höherstufung beim Versorgungsamt. Ich kann das nicht beurteilen, ob Sie jetzt mit künstlichem Kniegelenk, ich weiß nicht, was in den 30%, die Sie bereits haben, schon drin enthalten ist, und mit dem künstlichen Kniegelenk, ob Sie dann über 50% kommen. Sie haben ja geschrieben, Sie brauchen 50% und am besten noch das Merkzeichen G. Also Leute, das sind solche Fragen, die kann ich wirklich nicht beantworten. Das ist mir unmöglich. Ja? Also ich stecke nicht drin, wie das Versorgungsamt entscheidet. Die Frage Nummer 6 kommt von Frau Martina Licht. Frau Licht fragt, ich bin Frührentnerin mit Pflegegrad 2 und Grad der Behinderung von 50. Wäre eine Beantragung sinnvoll? Eine Steuererklärung muss ich übrigens nicht machen. Auch hier muss ich nochmal darauf verweisen, dass jeder für sich selber prüfen muss, ob er steuerpflichtig ist oder nicht oder es eben prüfen lassen. Ein Hinweis dazu gibt es in jedem Rentenbescheid. Ja, und wenn schon ein Grad der Behinderung von 50 festgestellt wurde, weiß ich nicht, was dann noch beantragt werden soll. Also oder doch schon, man könnte bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes eine Höherstufung beantragen und vielleicht einen Antrag auf Ausstellung eines Merkzeichens stellen. Ansonsten, wenn Pflegegrad 2 vorliegt und ein Grad der Behinderung von 50 bereits festgestellt wurde, dann haben Sie eigentlich alles richtig gemacht. Ja, und die 7. Frage oder das 7. Problem kommt von Ewe Dürr. Sie schreibt, ich habe 100% und kriege gar nichts, Fragezeichen. Ja, also viele Institutionen bieten ja Preisnachlässe, günstige Eintrittsgelder oder andere Vergünstigungen an. Also man kann ohne Nachteilsausgleich vorzeitig zum Beispiel über vermögenswirksame Leistungen verfügen. Also das betrifft zum Beispiel einen Bausparvertrag. Wenn Sie vor Ablauf der 7 Jahre darüber verfügen möchten, müssen Sie keine Bausparprämien oder Steuervergünstigungen zurückzahlen. Das ist erstmal ein Vorteil bei Grad der Behinderung von 100. Versicherte mit Schwerbehinderung können auch 2 Jahre eher in Rente gehen, ohne Abschläge. Ja, einen weiteren Vorteil gibt es bei der Kfz-Steuer. Aber auch hier nochmal, meine lieben Zuschauer, der Hinweis, suchen Sie sich Selbsthilfegruppen. Es gibt genügend im Netz. Ich verlinke hier auch nochmal unter dem Video
eine interessante Seite, wo jeder nochmal nachlesen kann, wenn es um spezielle Behinderungen geht. Ja, das war jetzt die 7. Frage sozusagen. 7 Fragen und 7 Antworten zum Behindertenpauschbetrag. Das war es jetzt in diesem Video. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Behindertenpauschbetrag kein Geld ist, was Sie in Euros ausgezahlt bekommen. Er hilft, die Steuerlast zu senken. Wenn Sie aus welchen Gründen auch immer nicht verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, dann können Sie von anderen Vergünstigungen unter Umständen profitieren. Das hängt ab von der Höhe des Grades der Behinderung und vom Merkzeichen. Die Vorteile gab es in den Antworten auf diesen 7 Fragen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video weiterhelfen. Sichern Sie sich hier unter dem Video meinen kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder kaufen Sie den Leitfaden für Rentner, eine Anleitung für die Steuererklärung. Und kommen Sie auch gerne in meine Facebook-Gruppe. Ja, meine Lieben, das war's. Schreiben Sie gerne unten in die Kommentare, zu welchen Themen Sie weitere Videos wünschen. Aber bitte nicht so allgemein. Ich hatte hier mehrmals eine Anfrage, ich möchte ein Video zur Witwenrente. Dieses Thema Witwenrente, das ist so groß, also es muss schon spezifisch sein, was genau zur Witwenrente. Und ja, also je konkreter, umso besser kann ich auf Ihr Video eingehen. Wenn die Frage zu allgemein ist, kann ich es leider nicht. Ja, alles Gute für heute. Bis zum nächsten Video. Jutta Martin.